Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute geht es um Make-up. Ja, Make-up. Dieses Wort hat so viele Bedeutungen für so viele Menschen, und doch bleibt die Frage, die sich immer wieder stellt: Was bedeutet es für uns, Geld dafür auszugeben? Ich weiß, viele von euch denken jetzt: Warum reden wir über Make-up? Ist das nicht oberflächlich? Aber glaubt mir, wenn wir über Make-up sprechen, sprechen wir nicht nur über Kosmetikprodukte. Wir sprechen über Selbstwert, Gesellschaftsdruck, Selbstausdruck und Konsumverhalten. Wir sprechen über Dinge, die unsere Identität und unsere Beziehungen zu uns selbst und anderen beeinflussen. Also, lehnt euch zurück, schnallt euch an und lasst uns tief eintauchen in dieses Thema. Denn es gibt mehr als nur Foundation und Mascara, wenn es um Make-up geht. Teil 1: Die Vorteile von Make-up. Beginnen wir mit den positiven Aspekten. Make-up ist nicht nur eine Möglichkeit, sich zu verschönern, sondern eine der ältesten Formen des Selbstausdrucks. Schon im alten Ägypten trugen Frauen und Männer Schminke, um ihre Schönheit zu betonen oder um sich spirituell zu schützen. Heute gibt es Millionen von Menschen, die jeden Tag Make-up benutzen aus den unterschiedlichsten Gründen. Make-up kann vielen Menschen helfen, ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Eine gute Basis, ein kräftiger Lippenstift oder einfach das Auftragen von Lidschatten kann das Gefühl vermitteln, sich bereit für den Tag zu fühlen. Es ist, als ob man eine innere Stärke aufbaut. Diese kleinen, positiven Rituale, die wir morgens durchführen, setzen den Ton für den ganzen Tag. Für viele ist Make-up auch eine Möglichkeit, ihre kreative Seite auszuleben. Der Wechsel von Farben und Stilen, das Experimentieren mit Texturen und Formen, all das ermöglicht uns, kreativ zu sein. Für Make-up-Artists ist es eine Ausdrucksform, die sie mit der Welt teilen können. Es ist wie Malen, aber statt auf einer Leinwand auf dem eigenen Gesicht. Und der kreative Aspekt macht Make-up für viele zu einem Spaß, der ihre Persönlichkeit unterstreicht. Make-up ist außerdem eine Möglichkeit, verborgene Schönheit zu entfalten. Ein schlichtes Make-up kann unser Gesicht auf besondere Weise betonen, das Selbstwertgefühl stärken und uns daran erinnern, wie vielfältig wir sein können. Für manche Menschen wird Make-up fast zu einer Rüstung. Es ist nicht nur eine optische Veränderung, sondern eine Art Schutz vor der Außenwelt. Wir leben in einer Zeit, in der äußere Eindrücke und Meinungen viel mehr zählen als früher. Das ist bedauerlich, aber die Realität. Make-up kann ein Werkzeug sein, um sich in der Gesellschaft sicherer zu bewegen, besonders in Umfeldern, in denen Aussehen mehr Gewicht hat. Teil 2: Die Nachteile von Make-up und Geldausgaben. Doch wie bei allem gibt es auch negative Aspekte, wenn es um Make-up und die Geldausgaben dafür geht. Auch wenn es auf den ersten Blick wie eine harmlose Ausgabe aussieht, kann sich schnell eine Sucht oder ein unnötiger Druck aufbauen. Wir leben in einer Welt, in der Werbung eine riesige Rolle spielt. Influencer, Werbespots und Social Media bombardieren uns ständig mit der Vorstellung, dass wir neue Produkte brauchen, um besser auszusehen. Ein Lippenstift reicht nicht mehr, es muss der neueste Trend sein, der auch in jeder Werbung auftaucht. Und dann kommt die nächste Kollektion, und schon wieder wird die alte nicht mehr aktuell sein. Es ist ein ewiger Zyklus des Konsums, der uns dazu verleitet, immer mehr zu kaufen, obwohl wir nicht wirklich etwas brauchen. Wenn du dich mal hinsetzt und wirklich nachrechnest, wie viel du im Jahr für Make-up ausgibst, wirst du wahrscheinlich sehr überrascht sein. Wir reden hier nicht nur von der teuren Foundation oder dem hochwertigen Pinselset, sondern auch von all den kleinen Impulskäufen. Ach, das sieht so toll aus, das brauche ich unbedingt, und bevor du es merkst, hast du Hunderte von Euro ausgegeben, ohne es wirklich zu merken. Der Punkt ist, kaufen wir all das, weil wir es brauchen? Oder nur, weil wir glauben, es zu brauchen? Wir leben in einer Zeit,
in der Schönheit besonders auf Social Media oft nur mit Make-up assoziiert wird. Perfekte Haut, strahlende Augen, ungeschminkte Menschen werden manchmal als unfertig angesehen, auch wenn das nicht der Realität entspricht. Diese Vergleiche können dazu führen, dass man das Gefühl hat, sich selbst verbessern zu müssen, um dazuzugehören. Und das ist nicht gesund. Wir beginnen zu denken, dass wir ohne Make-up nicht gut genug sind, was das Selbstwertgefühl stark beeinflussen kann. Ein weiterer Nachteil von zu viel Make-up ist der Schaden, den es der Haut zufügen kann. Nicht jeder Hauttyp reagiert gut auf alle Produkte. Allergien, Unverträglichkeiten und Hautreizungen sind häufige Probleme. Manchmal benutzen wir so viele Produkte, dass die Haut darunter leidet. Und um die Hautprobleme zu kaschieren, verwenden wir noch mehr Produkte, was die Haut weiter strapaziert. Es ist ein Teufelskreis, den viele nicht durchbrechen. Wenn wir über Make-up sprechen, müssen wir auch über die Umwelt nachdenken. Die Beauty-Industrie ist ein großer Plastikmüllproduzent. Die Verpackungen, die in den meisten Fällen nicht recycelbar sind, die billigen, aber schädlichen Inhaltsstoffe und die unbedachte Massenproduktion verursachen enorme ökologische Probleme. Wer nachhaltig leben will, wird oft feststellen, dass viele Beauty-Marken nicht in die Umweltfreundlichkeit investieren. Nachhaltiges Make-up ist oft teurer, und nicht jeder ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Teil 3: Fazit und Empfehlungen. Zusammengefasst gibt es also viele Vorteile von Make-up. Es kann unser Selbstbewusstsein stärken, uns kreativen Ausdruck verleihen und als kleine Rüstung gegen den Tag dienen. Aber, wie bei allem, gibt es auch negative Aspekte. Der Druck, immer perfekt zu sein, das ständige Ausgeben von Geld und die potenziellen Schäden für unsere Haut und die Umwelt sind nicht zu vernachlässigen. Was können wir also tun? Bevor wir uns etwas Neues kaufen, sollten wir uns fragen, brauche ich das wirklich? Vielleicht reicht es, die Produkte, die wir haben, bewusster zu nutzen, anstatt ständig neue Dinge zu kaufen. Finde deine Balance. Du musst nicht immer Make-up-frei sein oder ständig zu den neuesten Trends greifen. Finde deinen eigenen Stil und bleibe authentisch. Investiere in Qualität. Anstatt immer mehr zu kaufen, investiere in weniger, aber qualitativ hochwertige Produkte. Sie halten länger und sind oft auch besser für deine Haut. Achte auf deine Haut. Vermeide es, die Haut mit zu vielen Produkten zu überlasten. Eine gesunde Haut ist der beste Ausgangspunkt für jedes Make-up. Sei dir bewusst, dass du ohne Make-up genauso schön bist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dieses wichtige Thema nachzudenken. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Gedanken mitnehmen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse gerne einen Kommentar oder teile den Podcast mit Freunden, die vielleicht auch über diese Themen nachdenken. Bis bald und denk daran, Schönheit kommt von innen. Make-up ist nur das Sahnehäubchen. Motivierende Geschichte: Die wahre Schönheit kommt von innen. Es war einmal ein junges Mädchen namens Amira, das in einem kleinen Dorf am Rande eines weiten, blühenden Waldes lebte. Amira war von Natur aus eine wunderschöne junge Frau, doch sie selbst sah dies oft nicht. Jeden Morgen, bevor sie das Haus verließ, stand sie vor ihrem Spiegel und versuchte, sich perfekt zu machen. Sie trug viel Make-up, betonte ihre Augen mit dunklem Kajal und ihre Lippen mit leuchtendem Rot. Ihr Ziel war es immer, den perfekten Eindruck zu hinterlassen, vor allem, um in den Augen der anderen schön zu erscheinen. Amira war ein Kind ihrer Zeit. Sie wuchs in einer Welt auf, in der Schönheit oft nur nach äußeren Merkmalen bewertet wurde. In der Schule, auf den Straßen und in den sozialen Medien sah sie, wie ihre Freundinnen ebenfalls viel Zeit und Energie aufwandten, um ihre äußere Erscheinung zu perfektionieren. Je schöner du aussiehst, desto mehr wirst du bewundert, dachte Amira oft. Und so begann sie, sich immer mehr in ihrem äußeren Bild zu verlieren. Eines Tages, während sie in den Wald spazierte, um frische Luft zu schnappen,
traf sie auf eine alte Frau, die in einem kleinen Haus am Waldrand lebte. Die Frau war bekannt als die Weise der Wälder. Sie war eine sanfte und sehr freundliche Seele, aber sie hatte etwas, das Amira faszinierte. Sie war immer ohne Make-up, trug einfache Kleider und schien mit sich selbst und der Welt im Einklang zu sein. »Warum trägst du keinen Schmuck, keine Farben im Gesicht wie die anderen?« fragte Amira, die in diesem Moment neugierig wurde. Die weise Frau lächelte sanft und antwortete: »Ich habe gelernt, dass wahre Schönheit von innen kommt. Die äußeren Dinge können uns nur für eine kurze Zeit glücklich machen, doch die innere Schönheit, die Akzeptanz des Selbst, das Wohlwollen gegenüber anderen und die Liebe, die wir für uns selbst und für die Welt empfinden, sind die Dinge, die uns für immer strahlen lassen.« Amira schaute skeptisch auf ihre eigenen Hände, die immer noch mit Make-up verschmiert waren. »Aber wenn ich ohne Make-up aus dem Haus gehe, denken die Leute vielleicht, ich sehe schlecht aus oder bin nicht gepflegt«, sagte sie. Die weise Frau nickte. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Oft sind es nicht die anderen Menschen, die uns nach Schönheit bewerten, sondern wir selbst, die uns unter Druck setzen, den Erwartungen zu entsprechen. Aber denke daran, Amira, jeder Mensch ist in den Augen Gottes schön. Wir sind in seiner Vollkommenheit erschaffen, und wahre Schönheit entsteht in unserem Inneren, durch unser Verhalten, unsere Güte, unsere Ehrlichkeit und unseren Glauben. Amira schaute sie mit großen Augen an. »Du meinst, dass ich ohne Make-up genauso schön sein kann?« »Natürlich«, sagte die Frau. »Aber es geht noch weiter. Du bist mehr als das, was du siehst. Du bist die Summe deiner Gedanken, deiner Taten, deiner Liebe und deiner Gottesnähe. In den heiligen Schriften vieler Religionen steht, dass der wahre Wert eines Menschen nicht in seinem äußeren Erscheinungsbild liegt, sondern in seinem Herzen. In der Bibel steht: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das bedeutet, dass das, was du fühlst und tust, viel wertvoller ist als das, was du trägst oder wie du aussiehst. Amira war tief berührt von den Worten der alten Frau. Sie hatte nie darüber nachgedacht, dass Schönheit mehr war als nur der äußere Schein. Die Worte der weisen Frau hallten in ihrem Kopf nach, als sie nach Hause zurückkehrte. In den folgenden Tagen begann Amira, sich selbst mehr zu schätzen. Sie fragte sich, warum sie sich so sehr darauf konzentrierte, der Welt eine bestimmte Version von sich selbst zu zeigen, anstatt einfach zu sein, wer sie wirklich war. In einer der nächsten Tage, als sie sich wieder vor dem Spiegel betrachtete, entschloss sie sich, das Make-up abzulegen. Es war nicht leicht, sie hatte so viele Jahre lang ihre unsicheren Seiten mit Schminke und Farben verborgen. Aber in ihrem Inneren wusste sie, dass es der richtige Schritt war. Sie wollte sich selbst lieben und akzeptieren, so wie sie wirklich war. Als Amira an diesem Tag durch das Dorf ging, bemerkte sie, dass niemand sie anders behandelte. Die Menschen lächelten sie genauso an wie zuvor. Und je mehr sie sich selbst akzeptierte, desto mehr fühlte sie sich in Frieden mit sich selbst und mit der Welt um sie herum. Im Laufe der Zeit lernte Amira, dass wahre Schönheit in der Selbstakzeptanz lag. Sie hatte erkannt, dass sie sich nicht hinter einer Fassade verstecken musste, um wertvoll oder liebenswert zu sein. Sie verstand, dass sie in den Augen Gottes perfekt erschaffen wurde, genau wie sie war. Der Glaube, dass ihre wahre Schönheit von innen kam, schenkte ihr die Freiheit, sich selbst zu lieben und die Welt in einer viel authentischeren Weise zu sehen. Die Menschen, die sie traf, bemerkten diese Veränderung. Ihre Ausstrahlung war nicht mehr von der Schicht aus Make-up abhängig, sondern von ihrem Lächeln, ihrer positiven Energie und ihrer Offenheit gegenüber anderen. Sie strahlte eine Ruhe und Zufriedenheit aus, die nur von jemandem kommen konnte, der sich selbst wirklich verstand und akzeptierte. Schließlich erkannte Amira, dass die wahre Schönheit im Leben nicht darin bestand, ein Ideal zu erfüllen, das von der Gesellschaft oder den Medien vorgegeben wurde. Sie fand Frieden und Zufriedenheit in der Akzeptanz ihrer natürlichen Schönheit, einer Schönheit, die durch ihren Charakter,
ihre Taten und ihre Liebe zu sich selbst und zu anderen geprägt war. Die Geschichte von Amira erinnert uns daran, dass wahre Schönheit nicht auf den äußeren Schein reduziert werden sollte. Make-up und äußere Verschönerung können zwar Spaß machen und manchmal das Selbstbewusstsein stärken, aber sie sollten niemals die Grundlage für unser Selbstwertgefühl sein. Wir sind, wie wir sind, mit all unseren Stärken und Schwächen, und das ist vollkommen genug. Akzeptiere dich selbst, erkenne deine wahre Schönheit und erinnere dich daran, dass der Weg zur echten Zufriedenheit im Einklang mit dir selbst und deiner inneren Schönheit liegt.